Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezept-Video von mir. Heute zeige ich euch köstliche, fast kohlenhydratfreie Müsli-Riegel. Dazu sind sie noch roh köstlich, werden also in keinster Weise gebacken, gebraten oder sonst was, sodass alle gesunden Nährstoffe darin erhalten bleiben. Und uns so diese gesunde Süßigkeit für unsere Gesundheit von großem Nutzen sein wird. Ein anderes köstliches, aber nicht ketogenes Müsli-Riegel-Rezept hatte ich euch schon mal hochgeladen. Das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Hier sehen wir jetzt verschiedene Nüsse, Paranüsse, die ich jetzt zerkleinere, dann Cashewnüsse, Haselnüsse und Pekannusskerne. Ich zerkleinere diese Nüsse nur grob, weil ich es liebe, auf Nüsse zu beißen in diesen Müsli-Riegel. Deswegen zerkleinere ich sie nur relativ grob. Ich liebe Nüsse nicht nur, weil sie so lecker schmecken, sondern auch, weil sie eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße sind. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch kann der regelmäßige Verzehr von Nüssen das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Jetzt kommen alle eben gehackten Nüsse hier in die Schüssel. Dazu gebe ich noch blättrige Mandeln hinzu. Und dann kommt noch meine Lieblingskörner-Nussmischung hinzu, die ich immer in den Salat gebe. Dabei sind auch Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesamsamen, Hanfsamen, immer gekeimt und wieder getrocknet und auch rohe Erdnüsse und andere Nüsse. Und dann geben wir jetzt noch Bio-Kokosraspeln hinzu. Dann hatte ich Xylit in Puderform hinzugegeben, also Xylit einfach in der Kaffeemühle mahlen und eine Messerspitze Stevia. Dann kommt geschmolzenes natives Kokosfett hinzu. Und dann werden wir Erdnussbutter, also 100%ige Erdnussbutter von Bio-Qualität, ohne Zusatzstoffe, kurz auf dem Herd erwärmen und dann hinzugeben. Und sobald wir das getan haben, werden wir jetzt erstmal alles gründlich durchmixen hier und gut verrühren. Dann aber kommt noch eine Prise frisch gemahlenes Himalaya-Salz hinzu, ebenso ein Päckchen Vanilleextrakt. Dann hatte ich erstmal nochmal wieder alles gründlich durchgerührt und dann noch eine Prise oder sagen wir mal einen Viertel-Teelöffel frisch gemahlenen Zimt hinzugegeben. Das waren dann auch schon alle Zutaten. Einfach nochmal gründlich alles durchmischen und dann kommt das Ganze in eine mit Backpapier ausgelegte rechteckige Form. Wer seine Müsli-Riegel allerdings schön flach haben möchte, der könnte eine größere rechteckige Form dafür verwenden. Dann wird einfach alles schön mit dem Löffel glatt gestrichen und jetzt könnte man theoretisch das Ganze erstmal in den Kühlschrank geben und erstmal auskühlen lassen, bevor man dann die geschmolzene Schokolade darüber gibt. Das für den Fall, dass man lieber eine schöne Schokoladenschicht auf den Müsli-Riegeln haben möchte. Wer aber wie in meinem Fall gerne haben möchte, dass die Schokolade so jedes einzelne Müsli-Riegel nachher schön durchdringt, kann diese auch gleich darauf geben und dann das Ganze in den Kühlschrank stellen. Die Schokolade besteht übrigens aus geschmolzenen Stevia-Schokodrops mit etwas Kokosfett und Butter, um sie zu strecken und um den bitteren Geschmack dieser hochwertigen Schokolade abzumildern. Mein Video dazu, wie man diese Mischung herstellt, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Wir sehen jetzt hier sehr schön, wie die Schokolade das gesamte Müsli-Paket hier durchdrungen hat, sodass sie also praktisch in jedem Müsli-Riegel nachher anwesend sein wird und nicht nur oben drauf. Aber wie gesagt, das kann dann jeder handhaben, wie er das lieber möchte. So sehen dann diese herrlich schmeckenden, knackigen, gesunden Müsli-Riegel aus, nachdem sie ausgekühlt sind. Und damit haben wir wieder eine gesunde, leckere, sättigende Süßigkeit erstellt. Mashallah. Nüsse sind ja hochkonzentrierte Nahrung mit extrem hoher Nährstoffdichte. Das bedeutet, man muss von Nüssen nicht sehr viel essen, um satt zu werden. Gleichzeitig tragen bereits kleine Nussmengen enorm zur Deckung des täglichen Nährstoff- und Vitalstoffbedarfs bei. Nüsse enthalten sehr viele hochwertige Fette mit vielen gesundheitlichen Vorteilen und die Fettsäurenzusammensetzung in vielen Nüssen ist ganz hervorragend. So enthalten viele von ihnen, insbesondere zum Beispiel die Walnuss, hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren, welche sich auf ganz unterschiedliche Weisen positiv für unsere Gesundheit auswirken. So sind sie beispielsweise entzündungshemmend, cholesterinsenkend, blutverdünnend, triglyceridsenkend, stimmungsaufhellend und vieles weitere mehr. Nüsse schützen außerdem Herz und Gefäße, schenken Antioxidantien, sind reich an Folsäure und Magnesium, senken das Diabetesrisiko, schützen sogar vor Krebs und machen den Kopf klar, denn sie sind für die Leistungsfähigkeit des Gehirns unersetzlich. Nicht umsonst heißt die Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen Studentenfutter, denn sie enthalten Cholin und Lecithin, Bausteine von Botenstoffen, die das Gehirn für seine Arbeit benötigt. Den höchsten Cholingehalt weisen dabei Mandeln auf, gefolgt von den Haselnüssen und Walnüssen.
Subhanallah. Ja, und Paranüsse enthalten zum Beispiel sehr viel Selen, welches wir auch für unsere Schilddrüsen benötigen. Wichtig dabei ist immer, dass wir Nüsse in roher Form zu uns nehmen, ungesüßt, also ohne Zucker und ungesalzen und möglichst nicht geröstet. Denn dann können wir den größtmöglichen gesundheitlichen Nutzen aus ihnen ziehen. Damit ist das Video mit einer weiteren gesunden Süßigkeit beendet. Wer noch mehr von solchen hochwertigen Leckereien sehen möchte, schaut sich gerne meine ketogene, aber auch Dessert-Playlist an. Damit wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen. Eines der Videos kann ich euch hier oben gerne auch nochmal verlinken. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt, teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten und gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.